Hallo Freunde und willkommen zurück zum sechsten und letzten Part im März zum Thema Let's Play Plus. Wir gucken uns den letzten PlayStation Plus-Titel an, für die PlayStation 3 in dem Fall. Der dort wäre Sherlock Holmes, Crimes and Punishments. Ich habe das alles schon gestartet, wir sind gerade eben ins Spiel rein. Und so wie es aussieht, ist aus dem guten Holmes ein schießwürdiger Irrer geworden. Und, oh Gott, ihr hört es gerade. In Deckung gehen. Da steht er, mit Augenbinde. Holmes, will you stop that? In Deckung gehen. You are utterly mad. Okay, kann ich auch noch irgendwas anderes machen, außer hier bloß in Deckung gehen gerade? Stop, Holmes! Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The merry men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. Okay, können wir uns jetzt, ja, wir können uns bewegen. Notizbuch. Analysetisch. Gut, jetzt haben wir hier unser tolles Büchlein. Dokumente. Untersuchen Sie den Mord an Peter Carey. Sehen Sie sich den Tatort in Woodman's Lee an. Suchen Sie einen Anzug aus Ihrem Kleiderschrank aus und treffen Sie dann Lestrade hieß der, in Woodman's Lee. So, Baker Street, das hier hinten ist Woodman's Lee. Okay, das ist quasi unsere Reisekarte, denke ich mal. Hier ist nochmal eine Info über den guten Peter Carey. Hier sind Dokumente. Was haben wir hier? Dialoge, okay, hier ist nochmal ein Dialog. Eine Dialogaufzeichnung, falls wir irgendwo mal Hinweise in einem Dialog nicht mitgekriegt haben oder nochmal nachprüfen wollen. Und hier sind diverse Charakterporträts, sobald wir denn welche haben. Okay. Ich muss mich jetzt, ich glaube kaum, dass ich da im Morgenmantel auftauchen sollte. Obwohl der sehr, sehr stylisch ist. So, ich suche mir jetzt mal irgendwo Briefe. Untersuchen.
This is where I keep my post. Achso, mit X untersuche ich das Ganze. Tür zu Holmes Zimmer. Mal sehen, was der gute Holmes denn hier so alles hat. Hey, warte mal, da hat gerade was geblinkt. Schreibtisch benutzen. Dann gucken wir uns mal, was wir am Schreibtisch Schönes machen können. Ach, ich kann den Charakter auch so ein kleines bisschen anpassen. Das ist ja cool. Kann ich den auch drehen? Nee. Nee, ich kann den leider nicht drehen. Na dann verpassen wir uns doch mal so ein richtig schönes Outfit, das zu Sherlock Holmes passt. Ich habe da gerade eben schon was gesehen. Hier so eine Detektivmütze. Achso, es gibt nur diese zwei Brillen. Ach du Scheiße. Sieht eher aus wie irgend so ein kanadischer Holzfäller. Ich glaube, Bart lassen wir mal weg, wa? Brille können wir nehmen. Kopfbedeckung, ich weiß nicht. Glatze schon mal nicht, das sieht ja richtig doof aus. Was war denn das eben? Ja, das sieht jetzt so ein bisschen aus wie Schamhaar. Aber okay. Wir nehmen mal das hier. Zum Kleiderschrank. Seemannsoutfit. Aufgeknöpft. Freizeit. Was? Ah, sagen. Ich habe gerade irgendwie aufgeknüpft im Kopf gehabt. Hier so, ne? Am Mast aufgehängt und so. Dunkler Anzug. Brauner Anzug. Grüner Anzug. Grauer Anzug. Heller Anzug. Bandit. Wir machen mal den Freizeitanzug. So, jetzt sehen wir wieder halbwegs manierlich aus. Ich glaube, so können wir auch gucken, dass wir den Mord aufgeklärt kriegen. Briefe. Tür zu Watsons Zimmer. Sehen wir, der gute Mr. Watson zu verbergen hat. Scheinbar nix. Kann hier nichts anklicken. Der Schrank bringt uns auch nichts. Okay, Woodman's Lee, dann gucken wir mal, ob wir denn etwas aufklären können. Ist das hier jetzt der Ladebildschirm, oder? Ja. Ich nutze die Zeit mal, um mich ein bisschen vernünftig hinzusetzen hier. Ich sitze nämlich irgendwie ein bisschen doof. Ups, das Knacken war der Stuhl. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him.
I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. But I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock. I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... oh dear. Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh, no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. He lived quite an isolated life here, after his retirement. So, und jetzt können wir sie so ein bisschen untersuchen nach irgendwelchen Auffälligkeiten. Also ob sie komisch guckt oder sowas. Oder ob sie irgendwas an ihren Klamotten hat, was auffällig ist. Okay, hier haben wir zum Beispiel eine Brosche. Okay, wir können an ihrem Körper runtergucken. Wäre natürlich schöner, wenn sie jetzt noch ein bisschen jünger wäre und nicht ganz so zugeknüpft. Okay, Handschuhe. Ach, ich kann links auch sehen, was es insgesamt alles gibt. Also wie viel es insgesamt gibt. Nistkasten. Okay, eins haben wir noch nicht. Ein Hinweis fehlt uns noch. Ah. Charakteranalyse abgeschlossen. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh, my goodness, but how do you know about that? Was? Ja, Mr. Holmes, aber meine Güte, wie können Sie das wissen? Wie können Sie über Plymouth Bescheid wissen? Ah, das war falsch. Wählen Sie die richtige Antwort aus. You have indeed suffered a great loss, Okay, er springt dann direkt an den Anfang des Dialogs zurück. Yes, life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh, my goodness, but how do you know about that? You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Thank you, madam. Okay, können wir einen Blick auf das Charakterprofil der guten Frau werfen? Und wir haben auch noch was. Okay, ja, dann schauen wir noch mal weiter.
Hier ist nix. Wir müssen ja noch den Mord aufklären. Achso, Garten untersuchen. Können wir mal einen Blick auf den Garten werfen hier. It seems that the garden was well maintained. Können wir mal so ein bisschen den Garten trampeln hier? Nö. Gut. Aber wir haben das ja schon alles untersucht hier. Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. Okay, na dann. Machen wir mal das, wozu wir hier sind. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. Untersuchen wir die Tür. Konzentrieren Sie sich darauf, Details aufzuspüren, die andere Person... Ach so. These scratches are fresh. Die hätte ich jetzt so gar nicht gesehen, die Dinger. You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Our mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Dann gehen wir mal rein und tun jetzt wirklich, wozu wir hier sind. Ui. What a terrible way to die. So, schauen wir uns erstmal ein bisschen um. Regal untersuchen. The tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. Hier stand irgendwas. Umriss im Staub? Sag ich doch. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book. A box or a small chest, perhaps. Okay, dann haben wir das Regal fertig untersucht. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Schachholztruhe öffnen. Truheninhalt untersuchen. Peter Carey's boots. They look to be a size 8. Old navigation instruments, nothing interesting. Okay, dann haben wir die fertig untersucht. Alles, was fertig untersucht ist, wird immer so grün angezeigt. Harpoons for hunting whales. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Logbücher, Gegenstand von Interesse. Ja, aber ich kann bloß drüber quatschen, aber nichts damit machen. Ist egal, wir gucken mal weiter. Someone drank from this glass recently. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. Dann drehen wir das gute Stück mal. This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. Ach so.
irgendwie... Ich muss jetzt hier ein Bild zusammenbasteln, oder was? Ich kann das nur in eine bestimmte Richtung bewegen, deswegen ist das ein bisschen doof hier. Ich kann das auch drehen, alles klar, ist gut zu wissen. Das heißt, wir müssen das Ganze irgendwie... Ah, warte mal. Uiuiui. Ich würde das ja mal ungefähr so hinsetzen. Nein, will ich nicht überspringen. Ich kann ja mal das Tabakblatt... Ha. Also so im Groben erkenne ich ja, was das hier alles ist. Aber... So richtig sehe ich nicht, wie ich das Ganze irgendwie zusammenbasteln soll. Das Einzige, was ein bisschen Sinn macht, wäre so. Ich überspringe das jetzt einfach. Yes. This is a coarse tobacco, quite strong and very popular among War doch fast sailors. richtig. Lag ja gar nicht so verkehrt. So. Okay, wir machen jetzt hier aber auf jeden Fall erstmal weiter, bis das hier fertig ist. That Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. Okay, der Tisch ist fertig. The Namensschild. Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. Okay, dann gucken wir uns jetzt mal den guten Peter Carey an. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. Peter Careys Gesicht. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Seine Kleidung.
Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. Öffnen. These abbreviations mean something, but what? Okay, fertig untersucht. Ah nee, okay. Dadurch gehen wir wieder hoch. Hier liegt noch ein Matrosenmesser. This wooden handle is plain and solid. This blood is from the pool underneath the dead body. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. Okay, was heißt dieses? Was ist denn das? Wenn Sie zwei Hinweise finden, die miteinander in Verbindung stehen, entsteht daraus... Das konnte ich jetzt nicht schnell genug lesen. Einbruchsversuche, Notizbuch. Machen Sie sich ein Bild des Tathergangs, indem Sie Hinweise kombinieren und soziale Herleitung. Heute geht es sich auf die Lauer zu legen, um zu sehen, ob ein weiterer Versuch wagen wird. Okay. Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. Ich gucke mir hier erstmal alles an. Okay, dann sind wir damit fertig. Okay, das sind Hinweise. Und hier gab es neue Informationen zu dem guten Mann. Kann ich mir in der Kiste verstecken hier? Nö. Mr. Holmes? Der hat nichts zu erzählen. Well, Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky. And why is that? Because of last night's attempted break-in. Oof. You've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha! So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. Mhm. Was muss ich jetzt machen? Mr. Holmes? Ich kann ja doch laufen. Mach ich das doch mal. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Ich muss ja sagen, dieses freie Rumlaufen haben sie nicht so gut gemacht. Das passt auch irgendwie nicht zu dem Spiel, finde ich. Ach.
these boots don't match the footprints. These footprints appear to be quite large. Suchen Sie sich ein Versteck. Der geheimnisvolle Einbrecher könnte heute versuchen zu beenden, was in der Vergangenheit... Blablabla. Gut, dann muss ich mir jetzt ein Versteck suchen. Hier hinterm Baum? Oder hier an der Seite in der Kiste? Oder im Gebäude? Hier ist jetzt ansonsten nichts weiter, womit wir was anfangen könnten. Vielleicht hier im Boot. Nö. We need to find a good place for an ambush. Perhaps behind Carey's cabin, near the window. Hinter der Hütte? Ach, ich kann hier hinten durchlaufen. Ah. This looks like the perfect hiding place. Ja, ich würde mal vorschlagen, wir machen das jetzt hier noch fertig. Und den Rest überlasse ich dann euch. Did you hear that? There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Hold it right there! All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocent? And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't... Do you deny that you came here yesterday? No, but yes, it's just that I couldn't... I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't. I'm not... It's a terrible mistake. Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But... In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector, but please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Ich glaube ja nicht so ganz daran, dass der Junge irgendwas mit dem Mord zu tun hat. Aber das aufzuklären, überlasse ich euch. Ich mache jetzt hier nämlich den Cut. Ja, was kann ich zu dem Spiel sagen? So richtig, wo ist meine Fernbedienung? Ach, da. So richtig viel ist ja jetzt noch nicht passiert. Also dieses Hinweise finden und so weiter ist zu einfach, finde ich. Und zu eindeutig. Zumindest bis hier. Ich weiß nicht, wie es nachher im weiteren Verlauf des Spiels aussieht. Aber ich finde es ein bisschen zu einfach. Man muss weniger selbst machen, als es mir lieb ist. Oder als es mir lieb wäre.
Optisch, ja, okay, das ist jetzt PlayStation 3, da ist nicht so viel möglich. Aber optisch gefällt mir das auch nicht ganz so. Ich will nicht sagen, dass das Spiel schlecht ist. Das hat sicherlich auch seinen Reiz. Aber ist nicht so ganz meins, muss ich zugeben. Ich habe mir da ein bisschen mehr erwartet und mehr erhofft. Vor allen Dingen auch, was das Nachgehen von Hinweisen angeht. Bis hierhin hat mich das jetzt noch nicht so wirklich gepackt, wie es mich hätte packen sollen, damit ich länger dranbleibe. Vielleicht gucke ich es mir noch mal ein bisschen an. Hier mache ich jetzt erstmal Schluss. Ich, kann das Spiel auf jeden Fall nicht empfehlen. Also ich kann euch nicht davon abraten. Es ist ja nicht schlecht, aber nicht meins. Ich persönlich würde es wahrscheinlich nicht weiterspielen. Aber sei es drum, ich habe es euch wenigstens mal gezeigt. Ihr konntet wenigstens mal einen Blick drauf werfen. Deswegen mache ich jetzt hier auch den Cut. Ich sage danke fürs Reinschauen. Viel Spaß beim Kommentieren, Teilen, Liken. Und vergesst das Abonnieren nicht. Das gilt natürlich auch für den Vlog-Kanal, dessen Links ihr überall findet. Ich hoffe, wir sehen uns nächsten Monat zur nächsten Ausgabe von Let's Play Plus wieder. Mal gucken, was Sony uns da dann Schönes kredenzt. Bis dann, ich verabscheue mich.